herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi. Schön, dass du wieder mit dabei bist oder vielleicht auch neu zu mir gefunden hast. Ich freue mich. Ja, ich habe hier meine Häkelsachen liegen. Es ist einmal neu dazu gekommen und einmal fast fertig und einmal noch in Arbeit. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit, machen wir ihn hier, unsere Stola. Einmal die Stola. Ja, die kennt ihr ja schon. Die Stola. Das Muster bringe ich euch auch als ein "So habe ich das gehäkelt" raus, und das ist auch schon abgedreht und das kommt dann auch in den nächsten Videos. Ja, ihr seht es, einen schönen Farbverlauf haben wir. Ja. Wobei den hier finde ich ein bisschen krass, ein bisschen jupp, aber nicht schlimm. Dann haben wir ja hier den finde ich schon, der ist manierlich, der ist schön, sanfter Übergang, und der hier genauso, den finde ich auch schön. Ja, ich habe mich bemüht, ein Knäuel rein zu häkeln. Die Nummer 5 ist drin, ist leer, und die Nummer 6 seht ihr ja, habe ich glaube jetzt eine Reihe, zweite Reihe sozusagen, 2 Reihen, da war der Wechsel, da kamen genau 2 Reihen dazu mit der Nummer 6. Da habt ihr noch mal kurz die Daten, falls die euch interessieren. Ein Vierfachgarn, 3er bis 4er Nadel, 50 Baumwolle, 50 Polyacryl von den Märchengarn. Ja, das waren, ich glaube, ja, diese kleine Candy Bobbles oder so irgendwie hießen die. Da habe ich 9 Stück. Wir sind jetzt bei der Nummer 6. Und die anderen 3 gehen auch noch hier mit rein. Ja. So, und wenn ihr ja schaut, hier haben wir, der Bobbel ist drin, der kleine Bobbel ist drin, und dann hier das kleine Stückchen hier, das kam dazu. Ja, setzen wir mal unseren Maschenmarkierer um. Aber ich habe mir extra mein Döschen geholt. Wir holen mal einen schöneren Maschenmarkierer. Ich dachte, ich habe nämlich so schöne Maschenmarkierer normalerweise, und dann nehme ich immer nur die, und dann dachte ich, nö, das muss nicht sein. Hier könnten wir mal die Uhr nehmen. Einmal die Zeit. Die habe ich mir ja selbst gemacht. So, das sind jetzt diese von, na, wie heißt das? Diesen Charm-Armbändern da. Es tut mir leid, ich spreche das garantiert falsch aus. Von den Armbändern. Da hat meine Tochter mal welche immer gemacht. Und irgendwann hat sie kein Interesse mehr daran gehabt. Und dann habe ich mir da einen Teil rausgenommen und habe das halt für die Maschenmarkierer genommen. Oder auch hier der zum Beispiel. Na, Moment, man sieht's. Hier dieses Princess, die kleine Krone. Aber die war zum Beispiel mal bei einem Bobbel mit dran, wo der Anfang von dem Bobbel damit gekennzeichnet war. Davon war der zum Beispiel. Und ich hebe mir das halt immer auf und verwende das dann für sowas. Oder knote das auch an Geschenke dran. Ja. Genau. Da seht ihr es. Das sind auch so. Die Sachen waren halt alle mal. Doch, die sind alle da. Von
einem Start des Bobbels. Und ich finde, das muss man ja nicht wegmachen, sondern das kann man ruhig dafür verwenden. Finde ich ganz gut dafür. Ja, das Ganze häkle ich mit der Nadel 3,5. Das hier ist die Knit Pro Nadel, die ich euch letztens gezeigt habe, die ich mir über Amazon gekauft hatte. Finde ich so gut, lässt sich schön häkeln, aber für mich ist sie ein bisschen, da ich die Gabel, wollte ich schon sagen, die Nadel, ja, schon, also mit der Faust halte, finde ich sie manchmal ein bisschen kurz. Also ich habe das lieber, wenn die ein bisschen länger ist. Aber das ist Geschmackssache. Sie lässt sich super häkeln. Das Garn gleitet hier schön drüber. Gar kein Thema. Ja. Aber wenn ihr da im Gegenzug diese seht, die ist deutlich länger. Ja. Und ich habe das lieber, wenn das halt ein bisschen länger ist einfach. No. Aber deswegen ist die Nadel nicht schlecht. Also ich häkel trotzdem mit ihr. Und hier seht ihr ja das Maschenbild. Ist super. No. Ist schön. Hat mir gut gefallen. Genau. Ja, jetzt wandert der noch rein und dann noch der Rest sozusagen. Und dann ist die Stola soweit fertig. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir noch das Tuch. Eigentlich dachte ich, ich kriege das Tuch die Woche fertig, aber natürlich falsch gedacht. Immer wenn ich sowas denke, ist das verkehrt. Also seid mir nicht böse. Hier ist es noch einmal, die Anleitung zu dem Tuch ist da. Also Anleitung, so wie ich es gehäkelt habe, die Sachen ist da. Hatte ich euch gezeigt. Und, ups, jetzt hat er sich hier verhuddelt. Und es ist auch nur noch ein wenig von meinem Bobbel da. Ich denke aber, dass der noch ein wenig reicht. Also wenn ihr das jetzt aufmacht, seht ihr, hier läuft er ja schon sozusagen schräg. Also der ist nicht mehr so viel, noch ein bisschen. Aber ich denke, das reicht hoffentlich noch für einen Mustersatz, dass es dafür noch reicht. Und dann hoffe ich, ist es nächste Woche fertig. Mal schauen, wie das ist. So, das Tuch häkle ich eigentlich auch mit einer 3,5er. Wo ist sie? Also das häkle ich auch hier mit der Knit Pro. Mit der 3,5. Die zwei Sachen liegen meistens zusammen, weil ich da halt immer dieselbe Nadel benutze. Und ja, das Tuch, also ich finde es schon schön. Das ist super. Und auch jetzt hier mit dem Übergang von dem leichten, zarten Grün in das bisschen kräftige Grün. Oder kräftig ist es nicht, aber es ist schon schön. Ja. Und wir waren, oder ich war das letzte Mal hier und es kam sozusagen eine Musterreihe mit dazu. Wie gesagt, ich dachte eigentlich, ich wäre etwas weiter jetzt schon mit dem Tuch, aber nee, die Lust des Gartens hat mich gepackt. Da habe ich meine Dahlien und alles gemacht. Und noch Pflücksalat gestreut gehabt, gesät gehabt. Und deswegen ist dann ein bisschen was anderes dafür liegen geblieben. Ja, aber das Wetter am Sonntag
Das musste ich nutzen und am Samstag, die waren so schön. War so herrlich draußen zu sitzen, so toll, klasse. Ja, einmal das Tuch. Ich denke mal, nächste Woche seht ihr es noch einmal und dann nicht mehr. Vielleicht habe ich bis dahin auch noch mal was anderes angefangen. Ich spiele ja mit dem Gedanken, aus den neuen Bobbeln von der Miss Pimpinella würde ich gerne aus dem einen einen Seelenwärmer machen. Oder ein Jäckchen zum Überziehen. Ne, ein Seelenwärmer, glaube ich eher. Ja. An der Decke, die ich euch das letzte Mal gezeigt habe, habe ich gar nicht weitergearbeitet, weil ich hier an was anderem noch gearbeitet habe. Das habe ich neu angeschlagen und an dem habe ich gearbeitet. Ich dachte, so ein kräftiges, tolles Pink für den Frühling, das muss sein. Ich habe ein Raglan von oben angefangen. Also erstmal ein Bündchen hier gehäkelt und dann den Raglan gestartet. Ja, mit insgesamt, ich mache immer 91 Maschen, lasse ich ihn hier laufen und verteile mir die Maschen. Ja. Wir werden dann aufgeteilt. Ihr seht, es ist ein bisschen, es ist nicht gleich, weil hinten und vorne habe ich unterschiedliche Maschen. Denn ich habe vorne gern immer ein bisschen mehr Maschen, damit das mit der Brust und dem BH und alles immer besser fällt einfach. Ich meine, ich habe dann natürlich noch so ein Tanktop oder ein Pulli drunter, also so ein leichtes Shirt langärmlich habe ich dann drunter. Aber trotzdem habe ich da gerne etwas mehr Platz, dass das halt einfach nicht so spannt. Ja, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Sowohl Männer wie auch Frauen wissen, was ich meine. Ja, denn es ist ja schon ein Unterschied, ob es locker drüber fällt vorne oder ob es so fällt. Ne? Und ich habe das halt lieber ein bisschen lockerer und deswegen habe ich vorne bei meinem Vorderteil ein paar mehr Maschen, einfach damit es schöner fällt. Für mich persönlich jetzt. Ja, und so ein Pulli, das würde ich auch gerne mal mit einem V-Ausschnitt ausprobieren. Ob ich das hinkriege. Aber da habe ich mich noch nicht dran getraut. Ihr seht es, hier habe ich auch das Filzherzchen noch dran als Start. Der Faden hier ist sozusagen mit vernäht worden, mit verhäkelt worden. Und ich habe mir den extra hier auf die Seite gemacht, damit ich weiß, dass das für mich vorne ist. Denn wenn ihr es so dreht, Moment, dann seht ihr es hier. Hier habe ich mein Bündchen zusammen gemacht. Und ja, das möchte ich halt doch eher lieber innenliegend haben als außen. Von außen, finde ich, sieht man das jetzt nicht so. Aber von dieser Seite sieht man da schon das Bündchen. Ja, und auch hier, dass ich hier immer dann meine Naht habe. Für alle, die häkeln und stricken, die sehen das, dass die da läuft. Und ich finde es auch nicht schlimm. Aber dass die halt nach innen ist einfach. Ich finde, so fällt es schöner. Ne? Und deswegen habe ich mir das Herzchen dahin gemacht. Ich denke auch, dass das halten wird, weil da ist ja ein Knoten drauf. Zwar nur ein leichter Knoten, aber trotzdem nachher muss ich es ja eh dann abschneiden. Und dann weiß ich, dass das hinten ist. Fertig. Jetzt beim Häkeln weiß ich das dann. Und muss dann immer gucken. Genau. Und das ist das Projekt, was jetzt neu dazugekommen ist, der Pullover. Und das ist in der kleinen Box hier drin. In der Bobbelschachtel, die ich auch von Miss Pimpinella habe. Die hatte ich euch auch vorgestellt am Donnerstag. Und ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Ist schön. Gefällt mir sehr gut. Ihr könnt hier, seht ihr es ja, den Faden holen und laufen lassen.
Ich dachte, ich zeige euch gerade auch mal noch den Boppel. Das ist der Boppel Bonbon. Dreifädig, 1000 Meter. Und ihr seht es, hier ist noch eine alte Banderole von ihr Trom von der Miss Pimpinella. Und ja, der wohnt schon ein bisschen bei mir, der Boppel. Und der darf jetzt zu dem Pullischen werden. Der bleibt dann hier in der Dose wohnen. Und den Pullover hier habe ich mit der Dreiernadel gehäkelt. Ich hatte jetzt hier sie, die kleine Katze, und die konnte ich auch einfach so mit dazu stecken. Ja, das hat mich jetzt nicht gestört, weil ja, war in Ordnung. Und ich habe die Dose ja auch mitgehabt beim Arzt sozusagen. Und da hatte ich die Häkelnadel einfach in meiner Handtasche drin liegen. Und so eine Alu-Häkelnadel, wie ich das sonst meistens habe, die kann man auch da mit reinschieben. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe es gar nicht ausprobiert, ob man die dann auch so... Na gut, die Katze nicht, ja, die stört mit ihren Öhrchen, aber jetzt gucken wir mal, die schon. Ja, aber die hat auch, glaube ich, so reingepasst, genau. Ne? Und dann natürlich hatte ich diesen geschlossenen Deckel und nicht dieses Blütenmuster. Ja. Und hier dachte ich ja immer, dass das so ein bisschen ja, steibt, so ein bisschen störrisch ist, aber das fließt drüber wunderbar. Wirklich eine schöne Sache. Das mag ich gerne und es ist leicht. Also es ist nicht so wie die Keramikschachteln oder Schalen und so, oder obwohl die Holzschalen sind auch leicht, aber die ist auch super leicht und schön im Farbverlauf. Ja. Ja, das waren meine kleinen Häkelprojekte. Immer mal wieder, zwar immer noch dasselbe, aber eine Sache ist neu. Ja. Von daher kommen ja auch nächste Woche. Also nächstes Mal habe ich noch mal neuere Sachen mit dabei. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, haben wir die Maschenmarkierer, habe ich die umgesetzt? Den ja, aber hier haben wir gar keinen gemacht. Da könnten wir doch hier noch kurz den Markierer setzen. Sollen wir da den Engel nehmen? Der passt nämlich so schön quietschebunt dazu. Ich hoffe jetzt nur, der ist nicht zu schwer von der Masche, für die Masche, für den Faden her, weil das ja nur dreifädig ist. Aber ich glaube es nicht. Mache ich einfach in 2, 3. Packe ich es einfach ein. 2, 3, so. Dann müsste es gehen. Tada! Ja, und dann harren wir der Dinge und schauen, wie es nächste Woche aussieht. Wie das wird. In diesem Sinne hoffe ich, ihr seid gesund, euch geht's gut und ihr hattet eine wunderschöne Woche. Und ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Bleibt gesund, macht's gut. Tschüss.